Ja, hallo, ich begrüße Sie zum zweiten Teil des dritten Moduls, dem Hands-on-Kurs zu Korpusanalysen mit einer Konkordanzsoftware, nämlich der Open Corpus Workbench. Wir wollen heute ganz kurz einführen in Konkordanz- und Korpusanalyse-Tools, insbesondere eben die Open Corpus Workbench, und dann möchte ich ausführlich zeigen, wie Sie mit der Open Corpus Workbench arbeiten können und hier die wichtigsten Analysen vornehmen können. Ja, was ist eine Konkordanz- oder Korpusanalyse-Software? Was ist überhaupt eine Konkordanz? Das Wort Konkordanz kommt vom Lateinischen concordare, was übereinstimmen bedeutet, und hat eine alte Bedeutung, nämlich bereits in den Bibelwissenschaften hat man Konkordanzen erstellt, was alphabetisch geordnete Listen waren wichtiger Wörter und Phrasen in der Bibel. Um eben eine Information zu kriegen über die Verwendung von bestimmten Begriffen. Auch in der Literaturwissenschaft war das schon lange üblich, dass man mit solchen Konkordanzen gearbeitet hat. Natürlich eben nicht digitalen Konkordanzen, sondern manuell erstellten Konkordanzen. In der Welt der digitalen Textkorpora hat man natürlich ganz neue Möglichkeiten, so mit Konkordanzen zu arbeiten. Und wir haben bereits im letzten Modul eben die Keyword-in-Context-Darstellung kennengelernt, was im Prinzip genau das ist, also die Darstellung von Konkordanzen, eine übersichtliche Darstellung von Konkordanzen in digitaler Form. Eine Korpusanalyse-Software soll also Tools zur Verfügung stellen, um eben große Textkorpora verwalten und analysieren zu können. Wir wollen darin Suchanfragen stellen können, wir wollen die Ergebnisse in unterschiedlichen Formen darstellen können, und wir wollen eben statistische Analysen machen können über die Ergebnisse hinweg, wie beispielsweise Kollokationen zu berechnen, die Distribution von bestimmten Phänomenen über Metadaten zu berechnen, etc. Wir arbeiten hier mit der Open Corpus Workbench, was eben eine solche Konkordanz- und Korpusmanagement-Software ist. Es ist eigentlich eine ganze Sammlung von verschiedenen Tools, die zur Verwaltung und Analyse von großen Textkorpora dienen. Besonders ist, dass eben die Korpora reich annotiert sein können auf verschiedenen Ebenen und man diese Annotationen dann auch abrufen kann. Es gibt mit CQP, dem Query Processor, eine mächtige Engine, um eben auch komplexe Abfragen machen zu können in diesem Korpus. Und es gibt CQP Web, was im Prinzip einfach eine Browser-Anwendung ist, die eben mit der Open Corpus Workbench kommuniziert und aber ein übersichtliches Bedienerinterface im Browser zur Verfügung stellt. Die Software ist, wie gesagt, Open Source und kostenlos verfügbar. Sie können sie auch selber verändern und Ihren Bedürfnissen anpassen. Unter der Adresse cwb-sourceforge.net finden Sie jeweils die aktuelle Fassung der Software, die Sie eben auch dann für eigene Korpora nutzen können. Ja, ich zeige Ihnen jetzt wichtige Analyseschritte, die Sie in dieser Software vornehmen können, und zwar anhand des Text- und Bergkorpus, das Sie auch bereits kennengelernt haben. Es ist eine Registrierung notwendig, damit Sie auf dieses Korpus zugreifen können. Sie können sich kostenlos auf www.textberg.ch registrieren. Sie müssen dort ins Menü Korpus wechseln und dann können Sie diese Registrierung vornehmen. Am besten vollziehen Sie nun die Demonstrationen, die ich mache, am eigenen Rechner mit. Dann können Sie das gleich ausprobieren oder Sie schauen sich es erstmal an und probieren es nachher in aller Ruhe aus. Hier befinden wir uns nun auf der Abfrageseite von CQP Web, mit dem wir eben auf die Korpora zugreifen können. Wir arbeiten mit dem Text- und Bergkorpus, mit den Jahrbüchern des Schweizer Alpenclubs, Version 151. In der Mitte hier sehen Sie das Abfragefenster, wo wir unsere Suchanfrage formulieren können. Hier gibt es einige Optionen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Links sehen Sie diverse Menüs, wo wir unterschiedliche Befehle und Informationen abrufen können.
Interessant für den Anfang ist zum Beispiel hier der Bereich Corpus-Info. Unter View Corpus Metadata finden wir wichtige Angaben, statistische Angaben und weitere Informationen zum Korpus. Sie sehen hier beispielsweise die Anzahl Texte, die in diesem Korpus verfügbar sind, die 21.000. Dann die Anzahl Wörter, also laufende Wortformen oder Tokens, insgesamt 38,9 Millionen. Und die Types, also die unterschiedlichen Tokens in diesem Korpus. Zusätzlich sehen wir hier diverse Metadaten, die in dem Korpus verfügbar sind und Annotationen auf Token-Ebene, die verfügbar sind. Sie sehen also, wir haben jedem Token eine Lemma-Information, also eine Grundform hinzugefügt. Es gibt eine ID des Tokens, die uns nicht weiter interessiert, und wir haben hier eine Part-of-Speech-Information, also eine Wortart-Klassifikation. Die Part-of-Speech-Information folgt dem Stuttgart-Tübingen-Tagset STTS. Das ist hier verlinkt und Sie können hier in der offiziellen Dokumentation des STTS nachschlagen, welche Wortartklassen verfügbar sind, wie entschieden worden ist in Zweifelsfällen etc. etc. Das ist eine wichtige Grundlage, um dann natürlich entsprechende Abfragen im Korpus machen zu können. Je nach Korpus gibt es weiterführende Informationen. In diesem Fall hier gibt es eine Korpusdokumentation, die weiter erklärt, nach welchen Informationen im Korpus gesucht werden kann. Und hier nochmals das Stuttgart-Tübingen-Tagset verlinkt, mit dem das Korpus annotiert worden ist. Gehen wir nun zurück zur Standard-Query-Ansicht, wo wir Suchanfragen stellen können. So, dann starten wir mal mit einer einfachen Abfrage. Und zwar gebe ich hier in das Suchfenster mal die Wortform Freiheit ein, mit den Voreinstellungen hier, wie sie eingestellt sind, Start Query, und wir erhalten nun eine Keyword-in-Context-Ansicht mit Belegen des Wortes Freiheit. In der Mitte sehen Sie das gesuchte Stichwort und links und rechts jeweils den unmittelbaren Kontext davon. Wir sehen, dass wir 706 Treffer gekriegt haben in 475 unterschiedlichen Texten und hier nochmals zur Erinnerung die Zahlen des kompletten Korpus. Natürlich haben wir zu jedem Treffer, den wir uns hier angucken können, Metadaten, die wir hier erhalten. Wenn wir hier draufklicken, da sehen wir, wie der Artikel heißt, wer ihn geschrieben hat, wann er erschienen ist, etc. Wir können auch in die einzelnen Belege genauer hineingucken und uns die Textstellen ansehen. Hier sehen Sie nun den weiteren Kontext. Man kann auch noch mehr Kontext aufrufen, wenn das nicht ausreicht, um ein kompletteres Bild des gesamten Textes zu erhalten. Sie sehen, Sie können durch die ganze Trefferliste hier blättern bis zur letzten Seite. Das wollen Sie wahrscheinlich nicht machen, diese 706 Treffer allesamt anzugucken. Sie haben als naheliegendste Möglichkeit die Belege zu sortieren. Wenn wir hier Sort wählen und dann auf Go klicken, dann erhalten wir unterschiedliche Möglichkeiten, die Treffermenge zu sortieren. Und zwar können wir sagen, dass wir die Treffer sortiert haben wollen, zum Beispiel nach dem ersten Wort links des Knotens. Und wenn wir hier auf Update Sort klicken, dann sehen wir, wie sich die Anzeige entsprechend ändert. Also das erste Wort hier nach den ganzen Satzzeichen wäre dann absolute Freiheit, absolute Freiheit, ähnliche, alle, als Freiheit und so weiter und so fort. Wir gelangen nun hier über New Query wieder zurück zum Abfragefenster und wollen nun mal eine komplexere Suchabfragemöglichkeit kennenlernen,
nämlich hier als Query Mode stellen wir nun CQP-Syntax ein, also die Abfragesprache des Corpus Query Processors CQP. Wir haben ja gesehen, dass in diesem Korpus Lemma und Part-of-Speech-Informationen annotiert sind. Das heißt, wir haben zu jeder Wortform auch die Angabe, was die Grundform ist und was die Wortartklasse ist. Und wir wollen nun diese Informationen mit abfragen. Zunächst zeige ich kurz, wie diese CQP-Abfragesprache funktioniert, wenn wir nach einzelnen Tokens suchen wollen. Wenn wir die Suche von vorhin reproduzieren wollen, einfach in CQP-Syntax, dann schreiben wir in diesen eckigen Klammern Word gleich Freiheit und mit einer geschlossenen eckigen Klammer. Dann suchen wir also nach einem Token, dessen Wortform eben Freiheit ist. Wenn wir so suchen, dann finden wir genau die gleiche Treffermenge wie vorhin. Wir können aber nun sagen, dass wir nicht nach Wortformen suchen wollen, sondern nach Grundformen. Und dann schreiben wir hier anstelle von Word, geben wir ein Lemma gleich Freiheit. Und wir sehen nun hier in der Treffermenge, dass wir neben dem Singular Freiheit hier auch die Pluralform Freiheiten mit berücksichtigt haben in der Suche. Wir haben bereits gesehen, dass wir in diesem Korpus auf Annotationen zugreifen können, Lemma und Part-of-Speech-Annotationen. In diesem Korpus gibt es zusätzlich noch weitere Annotationen, wie wir gesehen haben in den Metadaten. Hier auf Textebene. Wenn wir uns noch die Korpusdokumentation ansehen, dann sehen wir aber auch, dass eben neben diesen sogenannten positionalen Attributen, die also einer Wortform zugeordnet sind, auch strukturale Attribute vorhanden sind, dass nämlich beispielsweise Bergnamen, aber auch Seennamen, Talnamen und so weiter annotiert sind. Sie sehen hier auch, wie Sie diese Informationen abfragen können. Sie können also hier, wenn Sie CQP-Syntax eingestellt haben, können Sie nun zum Beispiel nach beliebigen Bergnamen suchen, indem Sie einfach sagen, ich suche die Information Mountain. Dann können Wörter kommen, beliebige Wörter, die eben als Bergname annotiert sind. Und wir setzen hier noch ein Plus dazu, so dass wir sagen, dass wir eben nicht nur Bergnamen suchen, die aus einem Wort bestehen, sondern auch aus mehrgliedrigen Bergnamen. Und danach folgt das End-Tag sozusagen, also das Ende der Markierung, dass etwas ein Bergname ist. Wenn ich die Abfrage so losschicke, dann sehen Sie hier, erhalte ich eine Reihe von Belegen mit alles Bezeichnungen für Berge, sofern sie eben bei der automatischen Erkennung von Bergnamen erkannt worden sind. Wir können hier auch wieder einen Frequency Breakdown machen, um zu sehen, welche Bergnamen denn besonders häufig in diesem Korpus vorkommen. Sie sehen also Les Alpes, Mont Blanc, Jungfrau, Himalaya, Tödi, Monte Rosa und so weiter sind die häufigsten Bergnamen in diesem Korpus. Das können Sie nun natürlich auch kombinieren und können beispielsweise sagen, ich suche nach Adjektiven, die unmittelbar vor einem Bergnamen stehen. Und auch hier wollen wir wieder einen Frequency Breakdown machen, um zu sehen, welche Kombinationen besonders häufig sind. Das Zermatter-Breithorn, Zermatter ist hier als Adjektiv getaggt, peruanische Anden, der große Gendarm, indischen Himalaya, nepalesische Himalaya, die westlichen Berner Alpen etc. Sie haben jetzt gesehen, wie man Quick-Anzeigen erzeugen kann, wie man Frequency Breakdown machen kann. Aber natürlich kann hier die Oberfläche auch weitere Standardanalysen der Kopflinguistik machen, zum Beispiel Kollokationsanalysen.
Dafür beschränken wir uns jetzt mal auf das Lemma Berg, suchen also nur nach der Grundform Berg im Korpus, kriegen hier unsere Belege und können nun hier im Menü New Query wechseln oder wählen, die Funktion wählen Collocations. Hier gibt es nun ein paar Einstellmöglichkeiten. Man kann sich hier entscheiden, ob die Grundform, die Lemma-Information mit verwendet werden soll zur Berechnung von Kollokationen. Die Token-ID macht keinen Sinn hier. Die Path-of-Switch-Information kann ebenfalls mit einbezogen werden. Wir werden gleich sehen, wie sich das auswirkt. Dann kann hier eine maximale Spannweite definiert werden, also das Suchfenster, in dem nach Kollokatoren Ausschau gehalten werden soll. Voreinstellung ist hier jetzt also plus minus 5 Wörter. Wir klicken jetzt hier auf Create Collocation Database und diese Tabelle wird nun erstellt. Wir sehen jetzt hier eine nach Signifikanz geordnete Liste von Kollokatoren zu Berg, wobei es so ist, dass jetzt die Kollokationen basieren auf Wortformen. Das heißt, dass hier unterschiedliche Flexionsformen unterschieden werden. Also die ganzen bestimmten Artikel werden unterschieden, höchsten, hohen, höchste und so weiter wird als unterschiedliche Wortformen aufgefasst. Das Fenster ist jetzt hier auf 3 Wörter links bis 3 Wörter rechts eingestellt. Hier können wir nun also wechseln auf 5 Wörter links bis 5 Wörter rechts. Und wir wollen auch hier jetzt eben das nicht auf Basis der Wortformen machen, sondern auf Basis der Grundformen Lemma. Wir wählen jetzt hier Go und entsprechend wird dann die Tabelle aktualisiert. Das kann einen kleinen Moment dauern. Jetzt sehen wir hier, sind Grundformen aufgeführt, also D, was für den bestimmten Artikel, der die das steht, ist der signifikanteste Kollokator offensichtlich. Wir sehen hier die Frequenz des jeweiligen Kollokators für sich genommen. Also der bestimmte Artikel kommt insgesamt 2 Millionen Mal vor. Wir sehen hier die erwartete Häufigkeit, also wie oft würden wir es erwarten, dass dieses Wort zusammen mit Berg vorkommt. Und hier sehen wir, was wir tatsächlich beobachtet haben und entsprechend dann die statistische Signifikanz dafür. Es ist also so, dass wir hier eine Frequenz der Kollokation der Berg hätten wir 14.000 Mal erwartet, wir haben es aber 39.000 Mal gesehen, deswegen ist die Verbindung hochsignifikant. Ähnlich in, hoch und so weiter, ebenfalls alles signifikante Kollokatoren. Sie sehen hier, wie die Signifikanz dann langsam abnimmt, aber alles noch hochsignifikant ist. Sie können hier auch Mindestfrequenzen setzen für die Kollokation und Sie können auch die Liste filtern nach bestimmten Wortklassen. Sie können also sagen, mich interessieren jetzt nur Adjektive, die als signifikante Kollokatoren zusammen mit Berg erscheinen und erhalten dann hier diese Adjektive: hoch, umliegend, heilig, heimatlich, geliebt, zweithoch, weiß, gewaltig und so weiter. Ich gehe wieder zurück zur Ansicht von vorhin mit allen Kollokatoren, die signifikant sind. Sie können nun natürlich, wenn Sie eine bestimmte Kollokation interessiert, zum Beispiel heimatlich, hier auf die Frequenz klicken, 68, und erhalten dann die Belege für diese Kollokation. Was Sie ebenfalls machen können, ist, wenn Sie hier vorne auf den Kollokator selber klicken, dann erhalten Sie weitere Angaben dazu, wo an welchen Positionen der Kollokator auftritt. In dieser Tabelle sehen Sie jetzt hier die Distanz, also -5 bedeutet, dass der Kollokator 5 Wörter vor dem Ausgangslemma Berg erscheint, 4, 3 und so weiter, und dann hier eben
rechts davon, also danach. Wir sehen jetzt bei diesem Fall, dass die meisten 65 der Treffer dieser Kollokation erscheinen genau eine Stelle vor dem Suchwort Berg. Also heimatlich steht normalerweise unmittelbar vor Berg. Dann gibt es hier noch 3, die an anderen Positionen stehen. Nachgestellt nach Berg gibt es überhaupt keine Treffer. An solchen Kollokationsprofilen können Sie ganz gut abschätzen, ob es sich bei diesen Kollokationen um eine feste Wendung handelt, die immer wieder in gleicher Form auftritt, oder ob das sehr viel variabler ist. Wenn Sie hier beispielsweise die Kollokation Berg und Mensch sich angucken, dann zeigt das Kollokationsprofil hier, dass die Positionen sehr viel variabler sind. Also Mensch erscheint sehr häufig in weiter Distanz, 5 Wörter vor Berg, am häufigsten an 3. Stelle, aber auch sehr häufig danach. Also Berg und Mensch ist viel weniger eine starke Wendung, sondern ist einfach eine Kombination, die signifikant häufig zusammen auftritt, aber eben in unterschiedlichen syntaktischen Wendungen. Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie Sie die Distribution von Treffern sich anschauen können und wie Sie die Suche auf bestimmte Teilkorpora beschränken können. Lassen Sie uns suchen nach dem Lemma Heimat. Wir wählen hier wieder die CQP-Syntax und schauen uns hier die Treffer an. Es ist so, wir haben in diesem Korpus nicht nur deutsche Texte, sondern auch französische, italienische. Und wir wollen nun hier jetzt sicher gehen, dass wir nur in deutschen Texten suchen. Deswegen wähle ich hier den Modus der Restricted Query und gebe hier nochmals meine Suchanfrage Lemma gleich Heimat ein. Hier unten sind nun alle verfügbaren Metadaten aufgeführt, die sich natürlich je nach Korpus unterscheiden. Und Sie sehen hier, es ist ein bisschen unübersichtlich, wenn Sie ganz nach unten scrollen, dass eben auch Angaben über die Sprachen vorhanden sind. Das heißt, wir sagen jetzt hier, wir wollen nur in Texten suchen, die mit dem Kürzel DE für Deutsch markiert sind. Sie könnten hier beispielsweise auch bestimmte Jahre auswählen, in denen Sie suchen möchten, um die Suche zeitlich zu beschränken. Wenn wir jetzt die Suche machen, dann erhalten wir eben nur Treffer aus diesen vorher definierten Texten. Hier in diesem Menü können wir nun die Distribution uns anzeigen lassen. Und das ist wiederum abhängig von den verfügbaren Metadaten im Korpus. Es wird standardmäßig hier die Verteilung über alle möglichen Metadaten, die verfügbar sind im Korpus, angezeigt, was nicht immer sinnvoll ist. Deswegen können Sie hier bei den Categories auswählen, welches Metadatum Sie interessiert. In diesem Korpus ist es besonders interessant zu sehen, wie sich das über die Jahre verteilt und wir eine diachrone Veränderung beobachten können. Wir wählen jetzt deswegen hier Text Year und Go und erhalten dann hier angezeigt pro Jahr, wie viele Treffer wir für Heimat haben, wie viele Wörter in der jeweiligen Kategorie überhaupt vorhanden sind und was die relative Frequenz ist bezüglich eben der jeweiligen Korpusgröße. Sie können das Ganze, damit es ein bisschen übersichtlicher ist, auch als Barchart sich anzeigen lassen und erhalten dann hier eine Grafik über die diachrone Veränderung der Verwendung des Wortes Heimat. Sie sehen also, dass hier 1864 bis 67 wir eher höhere Frequenzen haben, das dann abnimmt hier und es aber so einzelne Ausschläge gibt und wir dann beispielsweise hier in den 20er Jahren einen Ausschlag beobachten können
oder dann auch hier 1943 während des Zweiten Weltkriegs eine erhöhte Verwendung des Lexems Freiheit und es dann wieder zurückgeht. 1963 haben wir hier nochmals ein bisschen höhere Trefferzahlen, aber in jüngerer Zeit dann relativ niedrig ist mit einem kleinen Anstieg bis 2014. So, damit haben Sie nun die wichtigsten Funktionen kennengelernt. Es gibt noch weitere interessante Möglichkeiten. Sie können beispielsweise Subcorpora erstellen, bei denen Sie dann auch Keywords berechnen können. Sie können auch Belege manuell kategorisieren nach bestimmten Kriterien und abspeichern. Sie können Abfragen zwischenspeichern und wieder aufrufen und so weiter. Ich schlage vor, dass Sie selber ein bisschen rumspielen mit der CQP Web und wenn Sie die weiteren Funktionen interessieren, dann finden Sie im Online-Handbuch zur Korpuslinguistik weitere Anleitungen sowie auch in der offiziellen Dokumentation und in weiteren Videotutorials von Andrew Hardy, der das Ganze programmiert hat. Ja, ich hoffe, Sie haben gesehen, wie mächtig diese Software ist, was man alles damit machen kann. Wir konnten nur einen kleinen Teil davon zeigen. Sie sollten selber noch ein bisschen damit rumspielen. Sie finden verschiedene Quellen, um Tutorials zu finden, Dokumentationen zu finden. Sie haben jetzt gesehen, was eben Konkordanz- und Korpusanalyse-Softwares machen, was die Grundfunktionen sind, anhand eben der Open Corpus Workbench. Weiterführende Hilfe finden Sie im Online-Korpuslinguistik-Kurs bubenhofer.com/korpuslinguistik. Dort gibt es ein eigenes Kapitel zur Corpus Workbench, was auch erklärt, nicht nur, wie man die Corpus Workbench bedient, sondern auch, wie man eigene Textkorpora aufbereitet, um sie in die Corpus Workbench zu importieren. Damit wären wir am Ende dieses Teils. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie beim nächsten und dritten Teil bald wieder begrüßen zu können.